In diesem Video lernst du 5 Tricks, die dich auf der Gitarre sofort wie einen Profi klingen lassen. Egal, ob du Anfänger bist oder Fortgeschrittener, diese 5 Techniken machen wirklich Spaß und du wirst damit deine Familie und deine Freunde garantiert beeindrucken. Also, schnapp dir die Gitarre, los geht's! Diese Techniken kommen, wenig überraschend, ursprünglich aus dem Flamenco. Der Flamenco wurde ja auf der Gitarre gemacht, für die Gitarre gemacht, und zwar von einfachen Schlossern, wie ich einer war, Bäckern oder Friseuren und keinen Profis. Und man suchte sich einen Weg, wie die Gitarre am einfachsten effektiv und kraftvoll klingt und auch beeindruckend klingen kann. Und der erste Trick ist die Akkordverzierung aus dem Flamenco, die du wirklich bei jedem Akkord anwenden kannst. Wir nutzen heute E-Dur, verschieben den Akkord um einen Bund und gehen wieder zurück. So klingt es, wenn ich den Akkord ohne Verzierung anschlage. Wenn ich jetzt die Verzierung verwende, steckt da schon sehr viel mehr Power dahinter und man weiß trotzdem nicht wirklich, was man da anders macht. Es ist ein kleiner Trick, den ich dir jetzt verrate. Und der Trick ist, bevor der Daumen die Saiten durchschlägt, berühren wir mit den Rückseiten der Nägel, also mit den Nägeln der Finger, die Saiten vorher. Also hier kommt zuerst der kleine Finger, der so über die Saiten schrammelt, dann Ring, Mittel- und Zeigefinger. Versuch das mal. Und dann kommt der Daumen. Ich mache also so einen Fächer und schlage dann alle Saiten an. Klingt schon sehr mächtig, sehr beeindruckend und ja, die meisten werden nicht wissen, warum es bei dir anders klingt. Die zweite Technik, die du auch bei diesen Akkorden anwenden kannst, die auch sehr einfach ist und vielleicht noch einfacher ist, dass die erste ist Arrastre, einfach das Ziehen. Wir schlagen ja meistens von oben nach unten an, sind es aber nicht gewohnt, dass wir auch, und zwar mit dem Ringfinger, von unten, also von den hohen Saiten zu den tiefen anschlagen können. Klingt so. Wieder verschieben. Am Ende des Videos lerne ich dir übrigens noch 2 richtig tolle Flamenco-Akkorde. Aber hier jetzt mal mit E um einen Bund verschoben. Klingt doch wirklich schon toll. Wenn du fortgeschrittener bist, kannst du hier mit dem Daumen die ersten 3 Saiten anschlagen, Zeigefinger, Mittelfinger und mit dem Ringfinger dann zurück. Klingt so. Der dritte Trick, den ich dir heute zeigen will, ist das Rasguiado. Und zwar ist das eine Spezialität aus dem Flamenco, bei der du die Finger nach unten wegschnippst. Das klingt wirklich schon sehr rassig und nach Spanien. Und das Ganze funktioniert so, indem du den Daumen auf die tiefe E-Saite legst und den kleinen Finger, den Ringfinger, Mittelfinger und den Zeigefinger nach außen wegschnippst. Du kannst es so mal versuchen, die Finger hinter die Hand, hinter den Handballen und einfach Finger für Finger nach außen. Das ist übrigens auch eine super gute Übung für dich, für deine rechte Hand zum Dehnen und zum Stärken, dass man die Bewegung nicht immer nur nach innen macht, also der Anschlag nach innen, sondern auch mal nach außen. Eine tolle Bewegung. Versuch's ruhig mal. Du kannst es auch schnell hintereinander machen, aber hier kleiner Ring, Mittel- und Zeigefinger raus. Ich nenne es gern das Fake Rasguiado, wenn dir das jetzt zu viel ist. Also ist nicht so einfach, man muss das auch üben. Es gibt eine einfache Art, das zu erreichen, diesen Effekt. Und zwar ist es, wenn ich den Finger einfach auf und ab, Zeige- oder Mittelfinger schnell auf und ab, die Saiten entlang streiche. Das ist also das Rasguiado.
Wenn du mehr solcher Techniken lernen willst, schau dir unbedingt unseren Flamenco-Kurs auf guitarschool.at an, wo du diese Techniken auch in richtigen Stücken verwendest. Und das klingt dann auch wirklich nach Flamenco, sehr authentisch. Wir kommen jetzt zur nächsten Technik. Die nächste Technik, Ayordado, kommt aus dem Flamenco. Du kennst es aber sicher von verschiedenen Stücken wie Malagueña oder Asturias. Wir spielen mit dem Daumen eine Melodie und begleiten die Melodie mit dem Zeigefinger. Dieser Effekt macht wirklich auch schon sehr viel aus. Du hast hier eine Begleitung im Zeigefinger. Du kennst auch von der Malagueña. Wir spielen hier Daumen und immer wieder Zeigefinger auf der ersten Seite dazwischen. Ich verlinke dir unten das Tutorial zur Malagueña. Du kannst es aber auch bei normalen Akkorden einfach machen. Daumen, Zeigefinger. Wenn du die ersten Techniken jetzt zusammen anwendest, könnte das so klingen. Macht doch wirklich Spaß, ist super einfach und klingt toll. Und es geht um die Idee, um diese Einfachheit, die der Flamenco auch bietet. Die einfache Herangehensweise, mit unseren Fingern direkt auf der Gitarre die Töne zu erzeugen und auch Effekte damit zu erzeugen. Die letzte Technik und wie versprochen, 2 besonders effektive, meine Lieblings-Flamenco-Akkorde. Die Akkorde Fis, Bauer-Akkord, also hier der Zeigefinger 2. Bund, 6. Seite, Ringfinger 4. Bund, 5. Seite und der kleine Finger darunter, auch auf dem Fis, 4. Seite, 4. Bund. Wir greifen diesen Fis-Bauer-Akkord und schlagen aber alle Seiten an, jetzt mal mit dem Arrastre von unten nach oben, von hoch nach tief. Das klingt schon wirklich toll. Nun ein G-Dur-Akkord. Wir wechseln hier mit dem 2. Finger auf den 3. Bund, Zeigefinger 2. Bund, 5. Seite, sonst Leerseiten. Und wieder zurück. Mit der Akkordverzierung. Es klingt wirklich noch schon nach Sehnsucht, nach Spanien. Ich bekomme hier Fernweh und würde am liebsten jetzt nach Spanien abhauen. Hier in Wien hat es Minusgrade. Es ist gerade Dezember. Das ist auch wahrscheinlich das letzte Video für heuer. Ich möchte mich bei dir an dieser Stelle bedanken, dass du uns zugeschaut hast, dass du mit uns Gitarre lernst, dass wir dich auf deinem Weg begleiten können. Ich möchte dir auch noch alles Gute mit der Gitarre wünschen, eine schöne Zeit vor allem, auch jetzt in der Weihnachtszeit. Wenn du dich verbessern möchtest, schau unseren Komplettkurs auf Guitar School an, wo du wirklich von Anfang an Schritt für Schritt Gitarre lernst. Und ja, alles Gute aus Wien, eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit, dein Norman.